Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich. Wir haben auf Discord ein bisschen herumdiskutiert, wie denn unser Gärtner seine Arbeit verrichtet. Hm? Denn uns ist aufgefallen, bei manchen macht er einfach die Reihen schön durch und bei anderen ernten sie wild durcheinander ab. An was mag das wohl liegen? Wir haben dann überlegt, ja, hier wahrscheinlich hat jeder Baum eben ein bestimmtes Alter, je nachdem, wann man ihn gesetzt hat. Und auch, was naheliegend ist, dass wahrscheinlich naheliegende Bäume zuerst geerntet werden. Aber wenn man dann mal hier den Gärtner loslaufen lässt, dann fällt einem auf, ich habe jetzt schon geerntet, ich gieße mal, dann sieht man die Reihenfolge ja auch. Ich lasse ihn schon mal arbeiten. Dann sieht man, die fangen hier an. Das ist natürlich, also einer von diesen 3 Bäumen ist der nächste zu diesem Zelt. Das hier ist von diesen 3 Bäumen tatsächlich der älteste Baum, der gesetzt wurde. Also fangen Sie da an. Das sind unsere Theorien, die wir schon rausgefunden haben. Dann arbeitet er sich wieder durch zum nächstältesten Baum. Die Reihe hoch. Der allerälteste Baum ist eigentlich dieser hier, links. Da fange ich an. I start here to plant. I start here to plant. I start here to plant. This direction. So. Für unsere englischsprachigen Freunde. Und jetzt kann man das ein bisschen verfolgen, wie die Bäume hier, das geht natürlich hier sehr schnell, weil ich auf meiner Basis, auf meiner Heimatstation sehr wenig Bäume habe, aber da setze ich immer die Bäume hin, die ich vom Profond bekomme. Also, wir hüpfen aber auch gleich noch zu Lied des Windes. Ich habe nicht ganz so viele Bäume wie andere, die Lied des Windes komplett voll haben. Ich habe nur 200 Bäume, weil ich nicht mehr brauche, aber ich glaube, daran sieht man es vielleicht auch ganz gut. Ihr könnt euch ja jetzt, weil das ja ziemlich schnell ging mit diesen Bäumen, das Video nochmal in Ruhe langsam anschauen, um es zu analysieren. Denn ich weiß, da draußen sind ein paar Leute, die das doch ganz, ganz arg interessiert. Wie gesagt, fange bei den Kirschen hier an, hinten, weil ich brauche ja immer erstmal eine Linie, an der ich anlegen kann. Hier und hier, um sie zu setzen. Wie die Gärtner die Bäume ausgesucht haben, könnt ihr ja im Video sehen. Auch hier fange ich hier hinten an, damit ich die Basislinie habe. Fange dann hier wieder an und dann hier wieder an und gehe runter. Hier fange ich hier unten an, gehe hier hoch. Hier und dann setze ich meistens hier noch so ein paar Bäume in die Lücken, wo es geht. Wie sie ernten oder gießen, habt ihr gesehen. Und jetzt gehen wir noch nach Lied des Windes. So, da sind wir. Wahrscheinlich würden auch die Eier, wobei bei den Eiern können wir ja nicht sagen, wann sie gesetzt wurden. Aber auch die gehen ja von hier aus. Gemessen relativ zur Katzenhütte. Wobei, ja, jetzt gucken wir mal. Man sieht es halt nicht so gut, weil die so rausspringen und man hat ja jetzt nicht so schön hier, wie hier ein Wassereiken. Aber wir packen die Eier mal weg, damit man es besser sieht. Bei den Eiern fällt jetzt auf, schaut mal, dass sie einen Korridor, seht ihr das? Hier ist mein Katzenhaus und sie arbeiten erstmal einen Korridor frei, der ungefähr gleich weit links und rechts
nach vorne geht. Aber schon so oben und unten, ne? Also die sind ja mehr Kätzchen, die sich dann so verteilen wahrscheinlich. Und jeder übernimmt eine Bahn. Jetzt geht diese Katze aber hier auch schon nach oben. Obwohl hier noch was ist. Wobei, wie gesagt, also bei den Eiern ist es wahrscheinlich noch ein bisschen anders gelagert. Aber man könnte auch bei Bäumen, die durcheinander stehen, wahrscheinlich so ein System sehen. Hier gehen sie jetzt tatsächlich. Guck mal, das ist hier so eine Schräge, wo sie nicht hingehen. Erstmal. Hier runter. Und jetzt geht es hier nach oben. Und die Katze, die bis hier gegangen ist, die macht auch erstmal hier hinten weiter und lässt diese hier auch übrig. Warum auch immer. Das ist eigentlich auch witzig. So, und jetzt kommt das Interessante, unsere Birnbäume. Ich habe jetzt bewusst das Zelt hier stehen, weil ich schon gemerkt habe, wenn das Zelt hier steht oder da, dann fangen die Arbeiter an, hier in der Mitte eine Reihe hoch zu machen, arbeiten sich dann hier nach links und dann arbeiten sie sich hier weiter durch. Deswegen steht mein Zelt ganz rechts, damit sie hier anfangen und dann gehen sie hier hoch. Das kann ich euch jetzt mal zeigen. Und wenn wir dann gießen, werde ich das Zelt mal umstellen, hier irgendwo in die Mitte oder da, damit man sieht, was sie dann für einen Weg nehmen. Jetzt schicke ich die erstmal so los. Und dann gucken wir mal, was sie machen. Im Discord, wo wir die ganze Sache diskutieren gerade, sehr interessiert. Also sie gehen jetzt hier hoch und dann hier hin. Haben wir eben überlegt, nach welchem System sie wohl vorgehen. Es muss wohl jeder Baum entweder einen Timestamp oder eine ID haben und es wird sehr gerne abgecheckt wahrscheinlich, wie alt der Baum ist und welcher Baum als nächstes steht. Denn wenn man jetzt sagen würde, okay, sie fangen beim ältesten Baum zuerst an, dann müssten sie hier oben anfangen. I started here. Hier habe ich begonnen. And planted this way. Then again here. 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 So pflanze ich, bis ich hier unten angekommen bin. Sie gehen aber nicht gleich zum ältesten, sondern fangen hier an, weil das der allernächste Baum ist. Arbeiten sie hier vor. Und dann noch da. Zum ältesten Baum. Dann wäre das hier wieder der älteste Baum in der Nähe. Die arbeiten sich hier runter, das ist ja normal die Reihe, wie die Bäume gesetzt sind. Dann gehen sie aber hier wieder zurück, also sie gehen diese Serpentinen immer schön hin und her. Also könnte es tatsächlich sein, dass das Alter des Baumes eine große Rolle spielt. Weil the oldest tree in every row is here. Und wenn sie hier unten sind, wollen sie ja wieder zum ältesten Baum. Damit sie aber nicht hier oben hinspringen, was sie eigentlich machen könnten, sie könnten ja auch hier hinporten, nehmen sie den nächsten Baum, der bei ihnen steht und arbeiten sich wieder vor zum ältesten Baum. Diese Theorie hatten wir eigentlich schon aufgestellt, das könnte tatsächlich sein. No? Und eben, dann machen sie hier so ganz hübsche Serpentinen. Und es ging auch ein bisschen um die Effizienz. Ne? Wie schnell sind sie dann? Und ich könnte mir schon vorstellen, dass wenn die Bäume eben so stehen wie bei mir, ganz ordentlich, dass es dann am schnellsten geht, weil sie dann ja sofort wieder am nächsten Baum sind. Und vielleicht wirkt es aber nur so. Vielleicht sind sie bei einem Bäumefeld, das einfach durcheinander gesetzt sind, genauso schnell, aber es kommt einem nur so vor. Auf einem Bäumefeld, das durcheinander gesetzt ist, fällt schon auf, dass sie eben nicht systematisch in solchen Serpentinen durchgehen, sondern da kann es schon mal ziemlich durcheinander sein. Und auch mir ist schon aufgefallen, denn ich habe in der Anfangszeit auch einfach durcheinander gesetzt. Irgendwann habe ich dann gedacht, ich will mehr Bäume haben und damit die besser nebeneinander passen, mache ich das so. Und dann habe ich die Bäume, die schon da standen, einfach schön hingesetzt. Und da ist mir halt aufgefallen, dass
nicht nach diesem Schema gegossen wird und geerntet, sondern durcheinander. Das heißt, der Gärtner orientiert sich tatsächlich an den ältesten Bäumen und die macht er dann zuerst. Dann gab es nämlich hier so Schnörkel. Ich habe ja natürlich nicht gesehen, also ich habe manchmal, 50 Bäume erst gehabt, hatte in der Anfangszeit, dann habe ich vielleicht 100 dazugesetzt, weil ich gesagt habe, oh, das reicht mir nicht. Und dann habe ich die schön hingestellt und in der Zeit sind die hier nicht so schön alles abgelaufen, sondern dann haben sie erstmal hier so ein Stück gemacht, haben hier eine lange Reihe runter gemacht, sind wieder hier hochgesprungen und von dem her könnte ich mir schon vorstellen, dass das Ganze nach Alter des Baumes geht, beziehungsweise nach ID. Wenn die ID natürlich niedriger ist, dann springt er natürlich auch zur niedrigen ID. Je nachdem. Ja, jetzt setzen wir mal das Zelt hier hin. Oh. Und schicken sie zum Gießen. Dann gehen sie nämlich genau in der Reihe. Die senkrecht über dem Zelt ist nach oben. Dann nach links. Die streben wieder zum ältesten Baum. Und dann gehen die Serpentinen wieder los. Aber nur bis, seht ihr es? Bis da, wo sie schon abgeerntet haben. Sie gehen jetzt da nicht rüber auf die andere Seite, sondern dann wieder nach oben. Von dem her denke ich schon, dass eben nicht nur das Alter des Baumes eine Rolle spielt, sondern auch welcher Baum steht am nächsten. Und der nächste Baum hier am Ende der Reihe ist halt dieser und nicht der hier. Dann orientieren sie sich wieder am nächsten und wollen wieder zum nächsten, viel älteren Baum als den. So, und wenn sie jetzt hier angekommen sind, hier unten, dann nehmen sie diesen hier. Und diesmal streben sie aber nach hier oben, weil das hier oben ja ein älterer Baum ist als der. Und dann machen sie wieder hübsch ihre Serpentinen. Das ist schon interessant. Ja, wer mitdiskutieren will, ist gerne im Discord eingeladen, über solche Dinge zu diskutieren. Vielleicht erhält es hier unsere Überlegungen, wie das wohl funktioniert. Ich denke mal, ein Programmierer wird ganz klar sagen, okay, das und das und das wird abgefragt. Das ist eine total einfache Routine. Ich habe mal einen kleinen Programmierkurs gemacht, da musste man dann auch eben sowas programmieren, wie die Richtungen, die abgefragt werden. Und das sind dann halt einfach wahrscheinlich 2, 3 Parameter. Und nach denen geht einfach dieses Programm vor. Ich denke mal, so ganz kompliziert wird es gar nicht gemacht sein.